Sie entwickeln gerade Ihre Idee für ein Logo, wollen dieses vielleicht beim DPMA als Marke registrieren lassen und haben bei der Recherche in unserer Datenbank DPMA-Register entdeckt, dass diese schon in derselben oder ähnlichen Form eingetragen ist. In diesem Video erklären wir Ihnen, welche Optionen Sie haben. Den ersten wichtigen Schritt haben Sie schon gemacht. Sie haben vor Anmeldung der Marke eine Recherche durchgeführt. Sehr gut. Denn Sinn und Zweck Ihrer Marke ist es, die Waren und Dienstleistungen Ihres Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden und einen hohen Wiedererkennungswert zu haben. Prüfen Sie darum unbedingt, ob Ihre geplante Marke und die Waren und Dienstleistungen identisch oder zu ähnlich zu anderen Marken sind und verwechselt werden könnten. Sind Ihre Waren und Dienstleistungen zu denen der älteren Marke unähnlich, können beide Marken nebeneinander existieren. Außer es handelt sich um eine im Inland bekannte Marke. Wenn die Marken und Waren und Dienstleistungen sich zu ähnlich sind, droht Verwechslungsgefahr mit dem Risiko, dass Ihre Marke gelöscht wird. Zusammenfassend heißt das für Sie, je ähnlicher die Waren und Dienstleistungen sind, umso unterschiedlicher müssen die Marken sein, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Dies gilt auch umgekehrt. Sie haben festgestellt, dass Ihre Marke zu ähnlich zu einer anderen Marke ist? Dann nutzen Sie Ihre Chance und kreieren Sie eine Marke mit einem anderen Wiedererkennungswert. Oder prüfen Sie, ob die ältere Marke noch genutzt wird. Sie könnten die Markeninhaberin, den Markeninhaber kontaktieren und fragen, ob die ältere Marke lizenziert oder veräußert werden kann. Das DPMA überprüft während des Eintragungsverfahrens einer Marke ins DPMA-Register nicht, ob diese bereits existiert. Erst im Falle eines Widerspruchs oder eines Löschungsantrags der Inhaberin oder des Inhabers der älteren Marke wird die Verwechslungsgefahr einschließlich der Identität und Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen geprüft. Wird durch Ihre Marke eine ältere Marke verletzt, kann beispielsweise ein Widerspruch oder eine Abmahnung mit gegebenenfalls hohen Kostenforderungen drohen. Wir dürfen keine Rechtsberatung leisten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Marke ältere Markenrechte verletzt, nehmen Sie sich im Zweifelsfall einen erfahrenen Rechtsbeistand. Diesen würden wir Ihnen auch empfehlen, wenn Sie schon im Widerspruchsverfahren sind. Nach der Eintragung Ihrer Marke ist es für Sie wichtig, ein Monitoring nach identischen oder ähnlichen jüngeren Marken vorzunehmen, um Verletzungen Ihrer Marke zu vermeiden. Schon gewusst? Mit dem Service DPMA Kurier können Sie Ihre Marke komfortabel überwachen. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe brauchen, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns oder besuchen Sie uns online.